Hallo und willkommen zum 67. Video von 3 Minuten Deutsch. Heute wird noch einmal über das Passiv gesprochen und ich erkläre, wie man das Passiv im Futur 1 und 2 verwendet. Um ein Vorgangspassiv der Zukunft zu bilden, kann man einfach ein Zeitwort der Zukunft verwenden. Zum Beispiel, der Fußboden wird morgen gefegt. The floor is being swept tomorrow. Or, the floor will be swept tomorrow. Wenn man das Vorgangspassiv im Futur 1 mit Werden bilden möchte, muss man ein zweites Werden ans Ende des Satzes im Infinitiv setzen. Ohne dieses zweite Werden drückt ein einfaches Vorgangspassiv keinen genauen Zeitpunkt aus. Durch das zweite Werden verschieben wir das Vorgangspassiv in die Zukunft und erhalten dadurch eine genauere Zeitangabe. Nun wird das Vorgangspassiv durch wird gefegt ausgedrückt und das Futur 1 am Ende des Satzes durch werden. Der Fußboden wird jeden Tag gefegt werden. The floor will be swept every day. Der Fußboden wird gefegt sein. The floor will be swept. Hier wird durch das konjugierte wird das Futur 1 ausgedrückt und durch sein das Zustandspassiv. Um das Vorgangspassiv im Futur 2 zu bilden, nehmen wir das Zustandspassiv im Futur 1 und setzen das verkürzte Partizip 2 von werden, also worden, zwischen das Partizip 2, gefegt, und sein. Der Fußboden wird gefegt worden sein. The floor will have been being swept. Durch das Hinzufügen von worden übernimmt das erste Werden, also wird, die Funktion des Vorgangspassivs und das Futur 2 wird durch gefegt worden sein ausgedrückt. Wollen wir das Zustandspassiv ausdrücken, dann nehmen wir das Vorgangspassiv im Futur 2, der Fußboden wird gefegt worden sein, und ersetzen worden durch das Partizip 2 von sein, also gewesen. Der Fußboden wird gefegt gewesen sein. The floor will have been swept. Gewesen übernimmt hier nun die Funktion des Zustandspassiv und das Futur 2 wird durch wird gefegt sein ausgedrückt. Wie ihr seht, ist die Position von sein und werden für die Bildung des Vorgangs- oder Zustandspassiv in allen Zeitformen sehr wichtig. Was ich noch nicht in den anderen Videos über das Passiv erklärt habe, ist, was mit dem Dativ passiert. Im Passiv wird das Akkusativobjekt zum Subjekt. Gibt es auch ein Dativobjekt, dann übernimmst du es einfach, wie es ist. Du brauchst das Dativobjekt nicht verändern. Es bleibt so, wie es im Indikativ war. Mein Bruder wird dem Kind ein Stück Schokolade geben. My brother will give the child a piece of chocolate. Dem Kind wird ein Stück Schokolade gegeben werden. The child will be given a piece of chocolate. Diese Regel gilt auch, wenn es ein Dativverb gibt. Die braven Kinder werden der alten Frau mit den Taschen helfen. The virtuous children will help the old woman with the bags. Der alten Frau wird mit den Taschen geholfen werden. The old woman will be helped with the bags. Das ist alles. Jetzt verstehst du alle Zeitformen mit dem Passiv. Wenn du mehr Informationen über dieses Thema willst, gibt es mehr Informationen auf meinem Blog und Arbeitsblätter auf meiner Patreon-Seite. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!